Hallo liebe Freunde, Juri aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. In diesem Nachrichtenvideo möchte ich euch über die Situation mit dem Benzin auf der Halbinsel Krim erzählen. Ich habe keine Videos von der Krim, aber möchte euch trotzdem weitere Informationen zu diesem Thema vermitteln. Bleibt gerne dran, los geht's! Die vergangenen Wochen haben auf der Krim ein Thema in den Mittelpunkt gerückt, das viele Menschen direkt im Alltag betrifft. Die Versorgung mit Kraftstoff. Was zunächst wie vorübergehende Lieferprobleme aussah, entwickelte sich Ende Mai und Anfang Juni zu einer Situation, die zahlreiche Autofahrer, Unternehmen und Behörden beschäftigte. Bereits Ende Mai kündigten die Behörden Einschränkungen beim Verkauf von Benzin an. Besonders betroffen war die Kraftstoffsorte AI-95. Die Regierung der Republik Krim erklärte, dass die vorhandenen Bestände zunächst für den kommunalen und sozialen Verkehr gesichert werden müssten. Gleichzeitig wurden Beschränkungen für den freien Verkauf eingeführt. An einigen Tankstellen durfte AI-95 nur noch über ein Gutscheinsystem, also über sogenannte Talons, bezogen werden. Auch für AI-92 wurden Mengenbegrenzungen eingeführt. Autofahrer konnten teilweise nur noch bis zu 20 Liter pro Fahrzeug erwerben. Das Befüllen von Kanistern wurde untersagt. Der Leiter der Republik Krim, Sergei Aksionow, erklärte damals, dass die Maßnahmen notwendig seien, um die vorhandenen Reserven möglichst effizient zu verteilen und die Versorgung wichtiger Dienste sicherzustellen. Gleichzeitig appellierte er an die Bevölkerung, keine Hamsterkäufe zu tätigen und keine künstliche Nachfrage zu erzeugen. Nach Angaben der Behörden sollte sich die Lage innerhalb von etwa 30 Tagen normalisieren. Doch die Situation entwickelte sich weiter. Anfang Juni verschärften sich die Maßnahmen deutlich. Die beiden größten Tankstellennetze der Halbinsel, Atan und Tess, stellten den freien Verkauf von AI-95 vollständig ein. Kraftstoff wurde nur noch über bereits vorhandene Talons ausgegeben. Wenige Tage später wurde sogar die Barzahlung für Benzin teilweise komplett ausgesetzt. Neue Talons wurden nicht mehr verkauft. Die Ausgabe erfolgte lediglich auf Grundlage bereits erworbener Gutscheine. Parallel dazu entstand ein in Krisensituationen typisches Phänomen. Im Internet tauchten Anzeigen auf, in denen Privatpersonen Benzin weiterverkaufen wollten. Die verlangten Preise lagen teilweise deutlich über den offiziellen Tankstellenpreisen. Damit wurde sichtbar, wie stark die Unsicherheit vieler Menschen geworden war. Wer befürchtet, in den kommenden Tagen keinen Kraftstoff mehr zu erhalten, versucht häufig zusätzliche Reserven aufzubauen. Genau diese Entwicklung wollten die Behörden eigentlich verhindern. Die Frage nach den Ursachen der Krise wurde in den Medien intensiv diskutiert. Offizielle Vertreter verwiesen auf logistische Schwierigkeiten bei der Versorgung der Halbinsel. Bereits zuvor waren ähnliche Einschränkungen in Sewastopol eingeführt worden. Dort sprach Gouverneur Michail Razvozhaev von bekannten logistischen Problemen und kündigte ebenfalls vorübergehende Beschränkungen an. In verschiedenen Berichten wurde darauf hingewiesen, dass die Treibstoffversorgung der Krim von wenigen wichtigen Transportwegen abhängt. Kommt es entlang dieser Routen zu Störungen, können sich die Auswirkungen relativ schnell bemerkbar machen. Deshalb bemühen sich die Behörden, die vorhandenen Mengen gezielt zu verteilen und den öffentlichen Verkehr sowie wichtige soziale Einrichtungen zu bevorzugen. Auch aus Moskau kamen Stellungnahmen zur Situation. Vertreter der föderalen Behörden betonten, dass der russische Kraftstoffmarkt insgesamt stabil bleibe. Nach Angaben des Energieministeriums funktioniere die Logistik grundsätzlich weiter und es gebe keine landesweite Versorgungskrise. Gleichzeitig wurde jedoch deutlich, dass die Krim aufgrund ihrer geografischen Lage besonders empfindlich auf Unterbrechungen von Lieferketten reagiert. Für viele Bewohner der Halbinsel standen allerdings weniger
politische Erklärungen als vielmehr praktische Fragen im Vordergrund. Reicht der Kraftstoff für den Arbeitsweg? Kann das eigene Unternehmen weiterarbeiten? Wird die Versorgung in den nächsten Wochen wieder normal? In sozialen Netzwerken und lokalen Medien wurde diesen Fragen intensiv diskutiert. Interessant ist dabei, dass ähnliche Einschränkungen bereits in der Vergangenheit aufgetreten waren. Die Behörden verwiesen darauf, dass vergleichbare Maßnahmen schon früher eingesetzt wurden, um eine gerechte Verteilung der verfügbaren Kraftstoffmengen zu gewährleisten. Dies deutet darauf hin, dass das System von Talons und Verkaufslimits inzwischen als Instrument betrachtet wird, um kurzfristige Engpässe zu überbrücken. Mitte Juni bleibt die Entwicklung weiterhin ein wichtiges Thema für die Region. Die Maßnahmen zeigen, wie stark moderne Gesellschaften von funktionierenden Lieferketten abhängen. Sobald ein zentraler Bestandteil der Infrastruktur unter Druck gerät, werden die Auswirkungen schnell im Alltag sichtbar. Die Kraftstoffkrise auf der Krim ist dafür ein anschauliches Beispiel. Ob sich die Lage tatsächlich innerhalb des angekündigten Zeitraums vollständig normalisiert, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Klar ist jedoch schon jetzt, die Ereignisse der letzten Tage haben deutlich gemacht, wie wichtig eine stabile Versorgung mit Treibstoff für Wirtschaft, Verkehr und das tägliche Leben der Menschen auf der Halbinsel ist. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke für das Anschauen. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues erfahren. Ich wünsche euch schönes Wochenende noch und wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.